Hallo und herzlich willkommen bei Inventor. Mein Name ist Richard Spiegler und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Reglersystem Inventor Connect direkt am EasyConnect E16 steuern können. Beginnen wir mit einem Überblick über die Bedientasten und das Display des Reglers. Unter dem Display des EasyConnect befinden sich 5 berührungsempfindliche Tasten. Die 2 Navigationstasten nach oben und nach unten, die Modustaste, die Auswahltaste und die Schnellwahltaste für die Pause- und Boost-Funktion. Außerdem sehen Sie unten rechts eine LED, die unterschiedliche Zustände des Systems durch Farb- und Blinkmuster anzeigt. Über das Regler-Display erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Zustand Ihres Inventor Connect-Systems, sowie mit Hilfe entsprechender Sensoren über Ihr aktuelles Wohnraumklima. Groß in der Mitte befindet sich die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit der aktuell ausgewählten Zone. Darunter werden die Außentemperatur und das CO2-Smiley angezeigt, soweit die dafür erforderlichen Sensoren in Ihrem System eingebunden sind. Auf der linken Seite über dem kleinen Ventilator können Sie die aktuelle Lüftungsstufe ablesen, direkt daneben den momentanen Lüftungsmodus. Das Symbol auf der rechten Seite zeigt das gewählte Lüftungsprofil an. Zusätzlich wechselt sich in der oberen rechten Ecke die Uhrzeit mit der Nummer für die gewählte Lüftungszone ab. Das Funksymbol gibt an, dass andere Inventor Connect Geräte gekoppelt sind. Zu guter Letzt sehen Sie hier die Symbole Play, Pause oder Boost, die anzeigen, dass sich das System gerade im Automatikbetrieb oder in einer der Schnellfunktionen Pause oder Boost befindet. Mit den Funktionen Pause und Boost können Sie Ihre Lüftung vorübergehend abschalten oder verstärken. Wie Sie das am Regler einstellen, das zeige ich Ihnen jetzt. Drücken Sie die Schnellwahltaste, so wechseln Sie zwischen Automatikbetrieb, Pause und Boost hin und her. Wenn Sie den Modus Pause oder Boost erreicht haben, stellen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Dauer ein. 1, 2, 4 oder 8 Stunden. Mit der Auswahltaste bestätigen Sie den gewählten Modus und der Regler wechselt wieder in die Startansicht. Die Lüftungsstufe Ihres Systems lässt sich am Regler auch schrittweise ändern. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Lüftungsmodus einzustellen. Drücken Sie die Auswahltaste und das Ventilatorsymbol beginnt zu blinken. Mit den Navigationstasten erhöhen oder verringern Sie die Lüftungsstufe. Zum Bestätigen drücken Sie die Modustaste. Um den Lüftungsmodus zu verändern, drücken Sie die Auswahltaste zweimal. Das Symbol für den Lüftungsmodus beginnt zu blinken. Mit den Navigationstasten wechseln Sie zwischen den Lüftungsmodi Wärmerückgewinnung, Durchlüftung und Aus hin und her. Der Modus Wärmerückgewinnung bedeutet, dass sich die Ventilatoren im Pendelbetrieb befinden. Im Modus Durchlüften drehen sie sich nur in eine Richtung. Zum Bestätigen drücken Sie die Modustaste. Das System Inventor Connect verfügt über voreingestellte Lüftungsprofile, in denen das Verhalten des Lüftungssystems für einzelne Zonen bestimmt wird, zum Beispiel das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Zum Wechseln des Lüftungsprofils drücken Sie die Auswahltaste dreimal. Mit den Navigationstasten wechseln Sie zwischen den Lüftungsprofilen hin und her. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Modustaste. Ein kleiner Tipp: Wenn Sie die Modustaste antippen, gelangen Sie in die Zonenauswahl. Haben Sie mehrere Lüftungszonen in Ihrem System eingerichtet, können Sie hier mit den Navigationstasten zwischen diesen Zonen hin und her wechseln. Bestätigen Sie mit der Auswahltaste. Jetzt können Sie die Einstellung für eine bestimmte Zone anpassen. Sollte Ihr Reglersystem Inventor Connect während des Betriebs einen Fehler feststellen, wird dieser am EasyConnect durch ein Blinken der LED sowie ein Warndreieck am oberen Displayrand signalisiert. Um den Fehler auszulesen und das Blinken der LED zu quittieren, tippen Sie die Auswahltaste an. Nun wird der entsprechende Fehlercode angezeigt. Durch Antippen der Modustaste gelangen Sie zurück in die Startansicht. Nun wissen Sie alles, um Ihr Lüftungssystem über den Regler EasyConnect steuern zu können. Schauen Sie sich auch unsere anderen Videos zum kabellosen Reglersystem Inventor Connect an. Bis dahin!